Namaste to all of you. Namaste an alle. And thanks for coming. Und vielen Dank fürs Kommen. So, what would you like to listen today? Was möchtet ihr heute hören? Any question? Irgendwelche Fragen? Or any doubt? Oder gibt es irgendwelche Zweifel? Wie kann ein alter Mensch Angst überwinden? How is an old person able to overcome fear? Whenever you ask question for others, on behalf of others, Immer wenn du eine Frage stellst im Namen eines anderen, it will be always difficult to understand. dann wird es immer schwierig sein zu verstehen. Ask this question with another way. Stelle diese Frage auf eine andere Art und Weise. How can I come over? Wie kann ich die Angst vor meiner Mutter überwinden? So, how can I overcome the fear of my mother? Yes, this is the perfect and right way to ask the question. Ja, das ist die richtige Art, die Frage zu stellen. More the question is related with you, that will be a more easy to understand the answer. Je mehr die Frage auf dich bezogen ist, desto leichter wirst du die Antwort verstehen. Because important is to understand this yourself first. Denn das, was wichtig ist, ist, dass du es selbst zuerst verstehst. And now, to understand the fear, the most important thing is to know first why we get this fear. Und um die Angst zu verstehen, ist das Allerwichtigste, dass wir zuerst wissen, warum wir die Angst bekommen. When you don't want something, wenn du etwas nicht möchtest, which you don't want to listen or face, also wenn du etwas nicht hören möchtest oder etwas nicht sehen möchtest, then fear comes. Dann kommt Angst. And all your fear comes from future. Und all deine Angst kommt in Bezug auf die Zukunft. Never from the past. Die Angst kommt niemals aus der Vergangenheit. Maybe you have a bad experience in the past, but still the fear comes from the future. Vielleicht hast du eine schlechte Erfahrung in der Vergangenheit, aber dennoch kommt die Angst aus der Zukunft. Watch your fear. Schau dir deine Every Angst single an. fear, if you watch deeply, then you will see this fear is connected with somehow from the next moment, tomorrow, from the future. Egal welche Angst du hast, wenn du sie dir anschaust, wirst du verstehen, dass jede Angst mit der Zukunft verknüpft ist, mit dem nächsten Moment, mit dem Morgen. Maybe you don't want to lose someone. Vielleicht möchtest du jemanden nicht verlieren. Maybe you don't want to get sick. Vielleicht möchtest du nicht krank werden. So there's so many kinds of the fear. Es gibt so viele Arten von Angst. Like I said before also, if your fear is real, then it should be also now here. Wie ich schon einmal gesagt habe, wenn deine Angst wirklich ist, dann sollte sie auch jetzt hier sein.
But to face this fear, your mind goes far from you. Aber um sich dieser Angst zu stellen, da geht dein Verstand weit weg von dir. Because since when we born, whole our childhood pass, whole our young age pass, we never work on this thing. Denn seit unserer Geburt haben wir niemals an dieser Sache gearbeitet. And we keep continue just living in the future. Und wir machen damit weiter, ständig nur in der Zukunft zu leben. But physically it's not possible, but mentally we are always living in the future. Ja, körperlich ist es nicht möglich, aber vom Geist her leben wir immer in der Zukunft. So somehow it becomes a habit. Also es ist zu einer Gewohnheit geworden. And when it's become a habit, then it's very difficult to remove this habit in old age. Ja, und wenn etwas zu einer Gewohnheit geworden ist, dann ist es sehr schwierig, diese Gewohnheit im Alter wieder abzulegen. That's the reason it's very important to practice about spirituality, to practice about yourself, to know your true nature. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, Spiritualität zu praktizieren oder dich selbst zu kennen und deine wahre Natur zu kennen. Start your journey as early as possible. Ja, beginne deine Reise so früh wie möglich. You cannot say, okay, let me finish first my job in the time of retirement, then I will focus on meditation, then I will focus on myself. Ja, sag also nicht, lass mich erst meine Arbeit zu Ende bringen und wenn ich dann in Rente bin, dann konzentriere ich mich auf mich selbst und auf Meditation. And what is exactly the fear? Und was ist diese Angst genau? The biggest fear. Die größte Angst. Or you can say the father of all your fears, small or big. Oder man könnte sagen, der Vater aller Ängste, egal ob groß oder klein, Is only one. Das ist nur eine. Death. Der Tod. Because with this word death, Denn mit dem Wort Tod you think immediately everything this death will take away from you. denkst du sofort, dass der Tod dass dir der Tod alles wegnimmt. All your world. Deine ganze Welt. The death will take away everything, whatever you have collected in your own world. Der Tod wird dir alles nehmen, alles, was du angesammelt hast in deiner Welt. Because we waste our time to collect all the stuffs in our life. Denn wir verschwenden unsere Zeit, um all die Dinge anzusammeln in unserem Leben. And at the end, when the death comes at the doorstep, Und am Ende, wenn der Tod vor der Tür steht, then you don't want to die. dann möchtest du nicht sterben. Then your mind says there are still thousands of works are there, unfinished. Dein Verstand sagt, es sind immer noch Tausende von Aufgaben da, die unvollendet sind. And you want to finish everything. Du möchtest alles zu Ende bringen. And it never happened. Und das wird nie passieren. Nobody can finish his or her work. Niemand kann seine ganze Arbeit zu Ende bringen. It's a never-ending process. Es ist ein niemals endender Prozess. And just opposite, Und genau andersherum, if you know the art of living
if you start enjoying your daily life, then you don't get fear from the death. Wenn du die Kunst des Lebens kennst und wenn du anfängst, dein tägliches Leben zu genießen, dann wirst du keine Angst vor dem Tod haben. Why you need tomorrow? Why you need to live here tomorrow? Warum brauchst du das morgen? Warum musst du morgen hier leben? Because today you're not happy. Weil du heute nicht glücklich bist. You are not satisfied today. Und du bist heute nicht zufrieden. So you need more time. Deswegen brauchst du mehr Zeit. To achieve more things. Um mehr Dinge zu erreichen. To bring more things in your life in order to get satisfaction. Um mehr Dinge in dein Leben zu bringen, um Zufriedenheit zu erlangen. And this thinking is continue in your life. Diese Art zu denken setzt sich fort in deinem Leben. And your mind is keep continue, just living always either in future or in the past. Und dein Verstand macht immer damit weiter, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu leben. The moment when you start enjoying your day by day, in dem Moment, wo du anfängst, Tag für Tag zu genießen, you will not need tomorrow. Dann wirst du das morgen nicht mehr brauchen. You will not think about tomorrow. Dann wirst du auch nicht mehr an das Morgen denken. It's the same. Es ist genauso, If you have a good dinner or lunch, wie wenn du ein gutes Abendessen oder ein gutes Mittagessen hast. then after your lunch or dinner, then you don't think about the food for tomorrow. Ja, und nach diesem Essen denkst du nicht an das Essen von morgen. Because you are totally satisfied. Weil du absolut zufriedengestellt bist. Then you don't make plan, okay, what will I cook again tomorrow for lunch or dinner? Ja, dann machst du keinen Plan, was werde ich morgen zum Abendessen oder zum Mittagessen kochen. Same in your life. Und genauso ist es in deinem Leben. If you are satisfied totally now, wenn du absolut zufrieden bist im Jetzt, you don't need tomorrow. dann brauchst du das Morgen nicht. And if tomorrow comes, und wenn das Morgen kommt, you will celebrate. Dann wirst du feiern. And just because of this all fear, all stress, und nur aufgrund dieser ganzen Angst und dieses Stresses, people they don't get a good sleep in the night. Schlafen die Leute nachts nicht gut. Why? Und warum? Don't you think when you sleep, you compare your good sleep according to hours? Denkst du nicht, dass du deinen guten Schlaf vergleichst mit den Stunden, die du schläfst? Somehow you have stored in your mind, if 8 hours or 7 hours at least I sleep, then I will be relaxed. Und irgendwie hast du es im Kopf abgespeichert, dass du, wenn du 8 oder 9 Stunden schläfst, dass du dann entspannt sein wirst. But relaxation of your sleep is not depend on the hours, is more depend on the calmness of the mind. Aber die Entspannung während des Schlafes hängt nicht ab von den Stunden, sondern mehr von dem, wie ruhig dein Verstand ist. When you are in deep sleep, wenn du tief schläfst, you are totally in that world which you don't know. Dann bist du vollkommen in dieser Welt, die du nicht kennst. You somehow you go to unmanifest, which you cannot speak out. Also du kannst das nicht ausdrücken, wo du da bist. You know, if you just watch your sleep, before just sleep, you are in a gross world. Also wenn du dir deinen Schlaf anschaust, bevor du schläfst, bist du in einer gross
in einer großen Welt. Everything is very clear. Ja, Your alles, thoughts, people around you, everything you can see very clear. alles ist sehr klar, deine Gedanken, die Leute um dich herum, du kannst das alles sehen. From your gross, then you jump into the subtle. Ja, und von dieser großen Welt springst du in eine subtile Welt. And in subtle, then everything becomes vivid, not clear. Ja, und in dieser Welt wird alles verschwommen und nicht klar. And then from that subtle, you enter into the unmanifest. Ja, und von dieser subtilen Welt gehst du hinüber in diese unmanifestierte. But this, the middle, the subtle is very important. It's like a bridge. Ja, und diese mittlere, die subtile Welt, die ist sehr wichtig. Sie ist wie eine Brücke. It's exactly like the bridge. Ja, sie ist genau wie eine Brücke. And the way, the nature of your mind will decide your good sleep or the bad sleep. Ja, und auf diesem Weg wird die Natur deines Verstandes entscheiden, ob es ein guter oder ein schlechter Schlaf ist. Suppose, just before you sleep, you are thinking too much. Angenommen, kurz bevor du schläfst, denkst du sehr viel. Okay, I haven't finished this work, I have to do this work tomorrow. Ich habe diese Aufgabe nicht erledigt und ich muss diese Arbeit zu Ende bringen morgen. Maybe if you are thinking about some argument or some fight or some anger. Oder vielleicht denkst du über irgendeine Diskussion nach, oder einen Streit oder über ein Ärgernis. Or in simple word, if your mind is busy either in past or in future, Oder just before you sleep, um es einfach zu sagen, wenn dein Verstand beschäftigt ist, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, kurz bevor du schläfst. so you jump into the subtle world with all these thoughts. Dann springst du in diese subtile Welt mit all diesen Gedanken. And from there, you jump into unmanifest. Und von dort springst du weiter in die Unmanifestierte. And when you wake up next day in the morning, Und wenn du am nächsten Tag, am Morgen aufwachst, the idea, the thought which you have left just before the sleep, that will become the first idea and thought the moment when you wake up. werden die Ideen und Gedanken, die du zuletzt gehabt hast, bevor du eingeschlafen bist, die ersten sein, die du am Morgen hast beim Aufwachen. So if you sleep with the stress, definitely then you will wake up also with the stress. Wenn du also mit Stress einschläfst, dann wirst du auch definitiv mit Stress wieder aufwachen. If you sleep with the fear, you will wake up with the fear. Und wenn du mit Angst einschläfst, dann wirst du mit Angst aufwachen. So if you want to remove this fear, this stress, then just before the sleep, clear all your work. Wenn du also diesen Stress und diese Angst ablegen möchtest, dann bevor du schläfst, mach all deine, beende all deine Aufgaben. Finish all your unfinished work. Beende all deine unvollendeten Aufgaben. And think like today is my last night and I must finish everything now. Ja, und denke so, wie wenn es deine letzte Nacht wäre heute und du alles zu Ende bringen müsstest. You don't want to accept, it could be my last night also. Und du möchtest auch nicht annehmen, dass es auch deine letzte Nacht sein könnte. You keep on pending all your unfinished work for tomorrow, for future. Und du schiebst all deine unerledigten Aufgaben und Arbeiten auf das Morgen oder für die Zukunft. How you can be assured that tomorrow you are going to live here? Wie kannst du sicher sein, dass du morgen hier auch noch lebst? So,
when you enter into this sleep, your mind is in full speed. Wenn du also in den Schlaf eintrittst, dann arbeitet dein Verstand mit voller Geschwindigkeit. And for example, you are driving a car with a 5th gear, 6th gear. Und zum Beispiel, wenn du ein Auto fährst mit 5 oder 6 Gängen. And in the middle, if you just fall asleep, then what will happen? Und auf dem halben Weg dann fängst du an, dass du einschläfst. Was würde dann passieren? Same it happened when your mind is in full speed and you just fall asleep. You can imagine. Genauso ist es, wenn dein Verstand auf Hochtouren arbeitet und du schläfst dann ein. So every night, just before going to sleep, at least just follow one simple formula or one simple meditation technique. Mach also eine ganz leichte Meditationstechnik jede Nacht, bevor du einschläfst. From your heart chakra von deinem Herzchakra to your third eye chakra, the 6th. Bis zu deinem 3. Auge, dem 6. Chakra. From heart chakra means love. From your throat chakra means gratitude. Vom Herzchakra, das bedeutet Liebe, und vom Kehlchakra, das bedeutet Dankbarkeit. And from your third eye chakra, relax. Und von deinem 3. Auge entspanne dich. So, how you will start? Just lay down on your back. Wie sollst du also anfangen? Leg dich einfach auf den Rücken. And then, first finish all your work from your mind. Und dann bring all die Arbeiten deines Verstandes zu Ende. Whatever you can finish just finish now. And if you cannot, then leave it. Was auch immer du jetzt zu Ende bringen kannst, bring es zu Ende. Und was du nicht zu Ende bringen kannst, lass es einfach. And then, start with your heart chakra. Und You dann, feel full love for yourself. und dann fange mit deinem Herzchakra an und fühle vollkommene Liebe für dich selbst. Fall in love with yourself. Verliebe dich in dich selbst. Completely, from your toe to your head. Vollkommen, von den Zehen bis zum Kopf. And when your love energy start increasing, Und wenn deine Liebesenergie anfängt sich auszudehnen, then it will come out from your body. dann kommst du heraus aus deinem Körper. It will spread to your room, your bedroom. Dann kommt sie heraus aus deinem Körper und sie breitet sich aus in deinem Schlafzimmer. Then for a few moments, just fly in that love energy. Für ein paar Momente fliege einfach, schwebe einfach in dieser Liebesenergie. If your partner is there in that room, Und wenn dein Partner auch in diesem Raum ist, then spread love to your partner. dann schicke auch deinem Partner diese Liebe. And then keep continue going on with your love energy and reach to your whole flat or house. Und dann mach weiter und bring deine Liebesenergie in deine ganze Wohnung oder in dein ganzes Haus. If somebody is in that house or the flat, then also give your love energy. Und wenn noch jemand anderes in diesem Haus oder in dieser Wohnung ist, gib ihm auch deine Liebesenergie. Again keep continue. Und mach wieder weiter. And then spread your energy to your friends, your neighbors around you. Und dann verteile sie weiter auf deine Freunde und deine Nachbarn um dich herum. Then whole existence, Und dann an die ganze Existenz, whole human being, die ganze Menschheit whole creature. und an alle Kreaturen. Just few minutes practice. Du musst das nur für ein paar Minuten üben.
And just after this love, then the gratitude will come automatically. Und nach dieser Liebe wird die Dankbarkeit automatisch kommen. Then you will feel gratitude that other person has accepted your love energy. Dann wirst du Dankbarkeit fühlen dafür, dass die anderen Personen deine Liebesenergie angenommen haben. Normally you feel only gratitude when someone done some work for you. Normalerweise fühlst du nur Dankbarkeit, wenn jemand irgendeine Arbeit für dich erledigt hat. But when you do some work for somebody, then you don't feel grateful to that person. Instead of feeling this gratefulness, you expect thanks from the others. Aber wenn du etwas für jemand anderen tust, dann fühlst du keine Dankbarkeit und du erwartest Dankbarkeit vom anderen. So express your gratefulness to whole existence, to people around you. At least they are with you. They are sharing this moment, this wind, this sun, this nature together with you. Drücke also deine Dankbarkeit aus den Personen um dich herum gegenüber, die diesen Moment und diesen Wind und die Sonne mit dir teilen. No complaint. Und beschwere dich nicht. Otherwise we fight like we are going to stay here next 1000 years. Und andernfalls sind wir am Kämpfen, wie wenn wir für die nächsten 1000 Jahre hier bleiben würden. We make other person our enemy like we are going to be here for next 1000 years. Wir machen andere Personen zu unseren Feinden, wie wenn wir für die nächsten 1000 Jahre hier bleiben würden. Then this after gratitude, then you will go a little bit more up to your third eye chakra. Und nach dieser Dankbarkeit gehst du ein Stückchen höher zu deinem dritten Auge. This is the point or the house of your consciousness. Und das ist der Punkt oder das Haus deines Bewusstseins. And you don't have to do anything here. Und hier musst du gar nichts tun. Just you have to rub a little bit and keep your forehead relaxed. No wrinkles, no pressure. Du musst es nur ein bisschen reiben und deine Stirn entspannt halten, ohne Druck und ohne Falten. Just rub it and it will be relaxed there. Reibe das dritte Auge ein bisschen und es wird entspannt sein dort. So from your heart to your throat and from your throat to your third eye, just simple 10 minutes exercise will help you to enjoy the deep and the good sleep. Also diese leichte Übung, die nur 10 Minuten dauert, von deinem Herz zum Kehlchakra und vom Kehlchakra zum dritten Auge, die wird dir helfen, um einen tiefen Schlaf genießen zu können. You can only enjoy your good sleep when you enter into the sleep without mind. Du kannst nur einen guten Schlaf genießen, wenn du in den Schlaf eintrittst ohne Verstand. But normally what happens? Aber was passiert normalerweise? If you are not feeling sleepy, then you start reading book. Again, you are working with the mind. Wenn du nicht müde bist, dann fängst du an, ein Buch zu lesen. Du arbeitest also wieder mit dem Verstand. Or you start watching TV or movie. Oder du fängst an, Fernsehen zu schauen oder einen Film zu schauen. Then how can you enjoy the good sleep? Wie kannst du dann also einen guten Schlaf genießen? Because your mind is playing in the name of movie, in the name of magazine, in the name of this book or that book. Denn wieder spielt dein Verstand im Namen des Films oder der Zeitschrift oder diesem oder jenem Buch. If you can enjoy the sound sleep, Wenn du also einen tiefen Schlaf genießen kannst, then you will wake up very energetic.
Dann wirst du voller Energie aufwachen. And the moment when you wake up, again this 10 minutes small meditation. Und in dem Moment, wo du aufwachst, machst du wieder diese 10 Minuten, diese kleine Meditation. Before going to leave your bed, just again continue just laying on your back. Bevor du aus dem Bett steigst, mach damit weiter, dass du auf deinem Rücken liegst. Again you start from your heart. Du fängst wieder bei deinem Herz an. Feeling love for yourself and for love around you. Dass du Liebe spürst für dich selbst und für alles um dich herum. Then going to next step to your throat chakra. Und dann im nächsten Schritt gehst du zu deinem Kehlchakra. Feeling gratitude towards yourself. Und fühlst Dankbarkeit dir selbst gegenüber. If I ask you to feel gratitude towards yourself, what will you find? Wenn ich dich bitte, Dankbarkeit dir selbst gegenüber zu finden, was findest du dann? How many things you will find? Wie viele Dinge wirst du finden? For how many times you feel grateful to this existence or nature, whatever you have? Wie oft wirst du Dankbarkeit fühlen für die Existenz und die Dinge, die du hast? There are thousand things in you. Es sind abertausende Dinge in dir. The most beautiful thing you have, your breathing. Das erste und allerschönste, das du hast, ist deine Atmung. But we never feel grateful to our breathing. Aber wir fühlen niemals Dankbarkeit für unsere Atmung. If we don't have just 5 minutes breathing, then we are dead. Und wenn wir nur für 5 Minuten nicht atmen, dann sterben wir. But still we ignore this completely. Aber wir ignorieren das vollkommen. We only complain about our miseries, but what we have, we never appreciate that. Ja, wir beschweren uns nur über unser Elend, aber das, was wir haben, das erkennen wir niemals an. Ask from those persons who just want to stay 1 day extra, 1 year extra. Frage die Personen, die nur einen Tag länger oder ein Jahr länger leben möchten. So feel gratefulness. Sei also dankbar. Gratitude to nature about your breathing. Sei der Natur dankbar in Bezug auf deine Atmung. There are so many things that you can walk, you can hear, you can see, you can smell, you can eat. There are so many things you have. Es gibt so viele Dinge, die du hast. Du kannst gehen, du kannst riechen. Then people around you. Für die Leute um dich herum. If someone is with you, it's not the small thing. Wenn jemand bei dir ist, dann ist das keine kleine Sache. Someone has invested whole his or her life with you. Jemand hat dir sein ganzes Leben gewidmet. Someone has given a part of his life to you. Jemand hat dir einen Teil seines Lebens gegeben. Even if that person is in your life for 1 hour or 1 day, that's enough. Und selbst wenn diese Person nur für einen Tag oder eine Stunde in deinem Leben war, das ist genug. But when we will feel grateful for these things? Wann werden wir dankbar sein für diese Dinge? How many times do we go to church or temple only to say thanks to God? Wie oft gehen wir in die Kirche oder in den Tempel nur um Danke zu sagen an Gott? Okay, thanks to giving me all this beauty. Danke dafür, dass du mir all diese Schönheit gibst. So start living
moment to moment. Enjoy your moment to moment. Fange also an, von Moment zu Moment zu leben und fange an, von Moment zu Moment zu genießen. Then you will not have fear at all. Dann wirst du überhaupt keine Angst mehr haben. Real fear you need, like I always say. Wie ich immer sage, die wahre Angst, die brauchst du. You must know you don't have to jump from the window. You must know you don't have to put your hand into the fire. Du musst wissen, dass du nicht aus dem Fenster springen darfst oder dass du die Hand nicht ins Feuer halten darfst. But you don't need to entertain all your psychological fear. Du musst aber all deine psychologischen Ängste nicht unterhalten, Which is related with tomorrow. die auf das Morgen bezogen sind. You know, this is in human mind. We all want the consistency in our life. Das liegt im menschlichen Verstand, dass wir eine Beständigkeit haben möchten in unserem Leben. If you look the stones and flowers, Wenn du dir die Steine anschaust oder die Blumen, which life is more safe? welches Leben ist sicherer? More secure? Welches ist sicherer? Naturally not from the flower. Natürlich nicht das der Blume. Stone looks more safe and secure. Der Stein schaut mehr sicher aus. There's more consistency in the stone. Es gibt mehr Beständigkeit, was den Stein angeht. But if you want more consistency in your life, then your life will become like a stone. Aber wenn du mehr Beständigkeit haben möchtest in deinem Leben, dann wird dein Leben wie zu einem Stein werden. The aliveness Das am Leben sein always has a risk. birgt immer ein Risiko. Flower doesn't know what will happen next. Die Blume weiß nicht, was als nächstes geschieht. If thunder comes, maybe it will disappear. Und wenn ein Gewitter kommt, dann wird sie vielleicht verschwinden. If strong sun comes, it can also destroy. Oder wenn die Sonne stark scheint, dann kann sie auch kaputt gehen. You cannot predict in advance. Das kannst du nicht von vornherein vorhersagen. And this is the beauty of the life. Und das ist die Schönheit des Lebens. This is the beauty we cannot predict in advance. Das ist die Schönheit, dass wir nichts von vornherein vorhersagen können. And the problem is, we have always fear Und das Problem ist aber, dass wir from this kind of the life. immer Angst haben vor dieser Art von Leben. We want to fix everything. Wir möchten alles festmachen. We want to pre-plan for everything. Wir möchten für alles einen vorgefertigten Plan haben. Then you will be not natural. Then your life will be like a machine. Aber dann wirst du nicht natürlich sein und dein Leben wird sein wie eine Maschine. You cannot enjoy. Du kannst nicht genießen. So don't look for the consistency. Suche also nicht nach Beständigkeit. Whatever comes, somehow accept it. Was auch immer kommt, nimm es an, irgendwie. And make your daily life more easier. Und mach dein tägliches Leben einfacher. Stop collecting all kind of the miseries in your life. Höre damit auf, jegliche Art von Elend in deinem Leben anzusammeln. Focus more on that beautiful things which you have in your life. Konzentriere dich mehr auf die schönen Dinge, die du hast in deinem Leben. Where you focus more, that things will become more bigger and bigger in your life. Das, worauf du dich mehr konzentrierst, das wird größer und immer größer werden in deinem Leben.
And you know one thing? Und weißt du eine Sache? Your fear only can disturb you when you don't want to face it 100%. Deine Angst kann dich nur stören, wenn du sie nicht zu 100% sehen möchtest. The moment when you decide, okay, I'm ready to face you, In dem Moment, in dem du beschließt, ich bin bereit, dass ich mich ihr stelle, your fear become very small. dann wird deine Angst sehr klein werden. It's only big because you're not facing 100%. Sie ist nur so groß, weil du dich ihr nicht zu 100% stellst. Just face it. Stelle dich ihr also. And find out the root of your fear. Und finde die Wurzel deiner Angst. And you will be surprised to know Und, you will not find any single root of your fear. und du wirst überrascht sein zu wissen, dass du keine einzige Wurzel deiner Angst finden wirst. Your fear is only in the air, Deine Angst liegt nur in der Luft, not in the reality. aber sie existiert nicht in Wirklichkeit. And this is excuses of all your mind. Und das sind alles Ausflüchte deines Verstandes. With fear, with stress, with a diversion, your mind is continue active. Also mit Angst oder Stress ist dein Verstand immer beschäftigt. So don't give importance to any of your fear. Miss also keiner deiner Ängste Bedeutung bei. And enjoy your daily life more and more and more. Genieße dein tägliches Leben immer mehr und mehr. Yes. Anything which you haven't understood or any doubt? Gibt es noch etwas, das du nicht verstanden hast oder irgendwelche Zweifel? Or I haven't made it very clear, so please ask. Oder etwas, das ich nicht so klar erklärt habe? Also bitte frag. Yes. Two things that I can't put together. On one hand you say, face your fear. On the other hand you say, don't pay too much attention to it. And I can't put these two things together. Magst du es auch noch auf Deutsch sagen? Also was ich nicht verstanden habe ist, auf der einen Seite sagt der Guruji, stell dich deiner Angst, schau sie dir genau an. Auf der anderen Seite sagt er, messe ihr nicht so viel Bedeutung. So, und das kann ich jetzt nicht gerade so ganz zusammentun. Vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden. To understand this, if you Das, keep your mind just here in this room, also um das zu verstehen, wenn du deinen Verstand nur hier in diesem Raum hältst, can you find any single fear just now here? kannst du irgendeine Angst jetzt gerade hier im Hier finden? Just find out one fear for me. Finde irgendeine Angst für mich. Ich kann jetzt keine Angst spüren. Nobody can find out. Nobody. Also niemand kann. It's not only you. No one can here find out. Niemand hier kann einen finden. Es geht nicht nur dir so. It means if you cannot find out here now, it means that does not exist here. Und das bedeutet, wenn du die Angst hier nicht finden kannst, dass sie dann auch nicht existiert. It means it's not present here. Und es bedeutet, sie ist nicht präsent hier. It's not real. Und es bedeutet, sie ist nicht wahr. And now,
if you just release your mind, let it go out your mind from this room, Und wenn du jetzt deinem Verstand freien Lauf lässt und ihn hinausgehen lässt aus diesem Raum, and if you feel, oh, if what will happen if lots of snow here, maybe your car will not start. und vielleicht denkst du, was würde passieren, wenn es ganz viel Schnee gibt und vielleicht springt mein Auto nicht an Or maybe the road will be not good. oder die Straßen werden schlecht sein. So all is connected with your future. All will. Also alles ist mit der Zukunft verbunden, mit Werden. So if you accept the first point, you don't entertain any of your fear. Wenn du also den ersten Punkt annimmst, keine deiner Ängste zu unterhalten, Then you have already reached at the end. dann hast du schon das Ende erreicht. But if it is hard to you to do in a starting, Aber wenn das am Anfang schwer ist für dich, then take one step back. dann geh einen Schritt zurück. Then watch your fear. Dann beobachte deine Angst Go more deeper in your fear. und geh tiefer in deine Angst To find out the root of your fear, from where it is coming, und finde die Wurzel der Angst, woher sie kommt and who is actually in a fear, your body or your mind or something else. und wer wirklich diese Angst hat, dein Körper oder dein Verstand oder jemand anderes. When you watch all this process, Wenn du dir diesen ganzen Prozess anschaust, then you will find that there is no root. dann wirst du herausfinden, dass es keine Wurzel gibt. And what is the root? If you think, oh, what will happen if there is lots of snow tomorrow? Denn was ist die Wurzel, wenn du denkst, was würde passieren, wenn es morgen ganz viel schneien würde? What is the use to think, oh, what will happen if somebody just throw the bomb here? Oder welchen Nutzen hat es, wenn du denkst, was würde passieren, wenn jetzt jemand hier eine Bombe abwerfen würde? What will happen if my boss will kick me out from the office? Oder was würde passieren, wenn mein Chef mich feuert? Or what will happen if somebody, close person or friend, die from my life? Oder was würde passieren, wenn eine mir nahestehende Person oder ein Freund stirbt? So there's so many kind of fear which are useless. Es gibt also so viele Arten von Angst, die keinen Nutzen haben. And just because of all this fear, we don't enjoy anything in the present moment. Und nur aufgrund all dieser Ängste genießen wir nichts im gegenwärtigen Moment. So you have two ways. Either to stop entertaining any of your fear, which is especially with the psychological fear. Du hast also zwei Wege. Entweder du hörst auf, deine Ängste zu unterhalten, vor allem die psychologischen Ängste. And if it is a little bit hard to do, und wenn das etwas schwierig ist für dich, then das pick zu up tun, one by one all your fear dann nimm dir eine nach dem anderen all deine Ängste and go a little bit more deeper. und geh ein bisschen tiefer in sie hinein. And find out who is in the fear. Und finde heraus, wer Angst hat. So to face fear, you have to go beyond the fear. Um dich der Angst zu stellen, musst du über sie hinausgehen. Most of the time, you can say like more than 95%. Meistens mehr als 95%. Your fear is depend on all kind of your conditioning, the way how you grow up. Ist deine Angst abhängig von all deinen Konditionierungen, von der Art und Weise, wie du aufgewachsen bist. The person, suppose who lives in India, Also eine Person, die in Indien lebt, and if you leave that person in the forest here in Germany, also angenommen, wir nehmen eine Person, die in Indien lebt und du lässt sie hier im Wald in Deutschland, person will have lots of fear because of the wild animals.
Ja, dann wird diese Person sehr große Angst haben aufgrund all der wilden Tiere. Why? The conditioning is different in India. Ja, denn die Konditionierung ist anders, ist unterschiedlich in Indien. In Indian jungle, they are all kind of the animals, dangerous animals are there. Ja, im indischen Wald gibt es unterschiedliche Arten von gefährlichen Tieren. Most of the time you cannot enjoy freely, just walking in the forest or jungle. Ja, und meistens kannst du es nicht genießen, dass du da im Wald einfach frei herumgehst. But that person can also think the same. Ja, aber diese Person kann auch dasselbe denken. And same happened. Okay, there are only 3% snakes are the poisonous snakes. Ja, und genauso passiert es. Es gibt nur 3% giftige Schlangen. And so many times happen in India, okay, non-poisonous snakes bit the person and that person dies just because of the fear. Ja, und es passiert so oft in Indien, dass eine ungiftige Schlange jemanden beißt und die Person stirbt dann aufgrund der Angst. Just because of out of this fear, oh, the snake has just bit me, so it means now poison is in my body and is spreading everywhere, and that person died. Ja, nur aufgrund der Angst, dass sie die Schlange gebissen hat und dann ist das Gift, stellt sie sich vor, das Gift verteilt sich im Körper und die Person stirbt aufgrund dieser Angst. So this fear destroy you completely. Ja, diese Angst zerstört dich vollkommen. When you go more deeper, then you will see actually there is nothing is there. Ja, und wenn Then you will laugh on you. Wenn du noch tiefer gehst, dann wirst du sehen, dass da eigentlich nichts ist und du wirst über dich lachen. And that's the reason we don't find any fear when we live in the present. Und das ist der Grund dafür, warum wir keine Angst finden, wenn wir in der Gegenwart leben. So don't focus on the fear, more focus on your daily life. Konzentriere dich also nicht auf die Angst, konzentriere dich mehr auf dein tägliches Leben. Don't focus on your miseries. Konzentriere dich nicht auf dein Elend. If you have only one beautiful thing, just enjoy that one beautiful thing in your life. Und wenn du nur eine schöne Sache hast, dann genieße diese eine schöne Sache in deinem Leben. Normally people haven't enjoyed, or you can say they don't know how to enjoy even one thing or one person in totality, but they want everything. Normalerweise ist es so, dass die Leute nicht einmal wissen, wie man eine Sache oder eine Person in ihrer Vollkommenheit genießt, aber sie möchten alles. Start practicing with one person, with one thing. Fange an zu üben mit einer Person oder einer Sache. You don't need so many people or so many things around you. Du brauchst nicht so viele Leute oder so viele Dinge um dich herum. So at least have experience with one person or one thing in your life. Mache wenigstens mit einer Person oder einer Sache in deinem Leben diese Erfahrung. And always remember, if someone has born here, that person has to also die here. Ja, und erinnere dich immer an eines. Wenn eine Person hier geboren ist, dann muss sie auch hier sterben. Whatever step we take, we cannot stop the death. Egal welchen Schritt wir machen, wir können den Tod nicht stoppen. So stop worrying about that fear. Focus more about your life. Hör also auf, dir Gedanken zu machen über diese Angst und genieße mehr dein Leben. It's going ups or down, it's not important. Ja, und ob es hoch geht oder runter, das ist nicht wichtig. This is the mystery of your life. Das ist das Mysterium deines Yes, Lebens. if you want to become only stones or mountain, then there is a consistency there. Ja, und wenn du
zu Steinen oder Bergen werden möchtest, dann kannst du Beständigkeit haben. Choice is yours. Und du hast die Wahl, Okay, what kind of life you want. welche Art von Leben du möchtest. But remember, in this whole existence, Aber denke immer daran, in dieser ganzen Existenz life is the center point. ist das Leben der zentrale Punkt. Suppose if there is a beautiful stone is there next to you, Also angenommen, da ist ein wunderschöner Stein neben dir. maybe it's most beautiful stone, Vielleicht ist es der allerschönste Stein or you can say diamond. oder ein Diamant. But next to that stone, if there is a one plant is there, one flower plant, Aber wenn neben diesem Stein eine Blume ist, that flower plant is more and much better than that stone. dann ist diese Blume viel mehr und viel besser als dieser Stein. Because there is a life in the flower. Denn in der Blume gibt es Leben. So life is the center of the whole existence. Leben ist also das Zentrum der ganzen Existenz. And in the life, the mind is the center. Und im Leben ist der Verstand das Zentrum. Maybe there are so many flowers, Und vielleicht gibt es so viele Blumen, beautiful flowers around you. so viele schöne Blumen um dich herum. And just next to that, there is a one small child. Und Maybe it's a dumb child. daneben ist ein kleines Kind. But still, that child is more important than that flower. Und dann ist dieses Kind wichtiger als diese Blumen. Because there is a capacity of the mind. Evolution of the mind is there. Denn es hat die Kapazität des Verstandes. Then mind is the center of this life. Dann ist der Verstand das Zentrum dieses Lebens. But again, then conscious is the center of the mind. Und dann ist es wieder so, dass das Bewusstsein das Zentrum des Verstandes ist. For example, Zum Beispiel, maybe there is a greatest scientist here. vielleicht gibt es hier einen großen Wissenschaftler, Most intelligent. den allerklügsten. Maybe you have discovered, he has discovered the aeroplane or discovered this and every single things which we can see around us. Und vielleicht hat er ein Flugzeug erfunden oder jede einzelne Sache, die wir um uns herum sehen. And just next to that person, if someone is sitting with a meditation, Und wenn neben dieser a totally Person meditative way, jemand sitzt, der vollkommen meditiert, like a Buddha wie ein Buddha or Jesus, oder Jesus, then that is more important than that scientist. dann ist diese Person wichtiger als dieser Wissenschaftler. Because the scientist, whatever he has discovered, that can only maximum to maximum can make your life more comfortable, but they cannot make you happy. Denn das, was der Wissenschaftler entdeckt hat, kann dein Leben maximal bequemer machen, aber es kann dich nicht glücklich machen. So that's Chaitanya, that conscious is the center. Also dieses Chaitan, dieses Bewusstsein ist das Zentrum. So you can see everything is connected with each other. Du siehst also, alles ist miteinander verbunden. You just have to go step by step inside. Du musst also nur Schritt für Schritt nach innen gehen. No need to be in a hurry. Und es gibt keinen Grund zur Eile. And always believe in that fear which is also with you in the same moment. Und glaube immer nur an die Angst, die auch im gleichen Moment bei dir ist. That moment where you can keep your mind also there. In diesem Moment, wo du auch deinen Verstand da behältst.
And if fear is still there with you, Und, then believe. Otherwise, no need to. und wenn die Angst dann immer noch bei dir ist, dann glaube sie und andernfalls nicht. Otherwise, if your fear is coming because of if or but, they are not important. Andernfalls, wenn deine Angst kommt aufgrund von wenn oder aber, dann ist sie nicht wichtig. Is it clear to you? Yes. Yes. If somebody has still fear, then please raise their hand. Also wenn noch jemand Angst hat, dann bitte heb deine Hand. Don't shy. Und sei nicht schüchtern. So enjoy your life in totality, 100%. Genieße also dein Leben vollkommen, zu 100%. With full of your awareness. Und voller Achtsamkeit. You know, suppose if you're eating one orange, Also angenommen, du isst eine Orange, then feel that fruit in your arms, fühle in dann your hand. diese Frucht in deinen Händen. Then feel the smell. Und fühle den Geruch. Aware with your eyes. Watch that orange with your eyes. Und sei achtsam mit deinen Augen. Schau sie an mit deinen Augen. And then eat. Und dann iss sie. I'm talking about this kind of the enjoyment. Über diese Art von Genuss spreche ich. Whatever you do, Alles, was du tust, whomever you are, oder mit wem auch immer du bist, just be there with full of your awareness. sei einfach dort voller Achtsamkeit. Just be totally aware. Sei einfach zu 100% achtsam und bewusst. Your awareness is the key and answer of all your doubts and all your questions. Dein Bewusstsein ist die Antwort und der Schlüssel zu all deinen Fragen und Zweifeln. Otherwise, it's very nice in Europe. You people, they like to go out for drinking coffee. Und andernfalls ist es sehr nett in Europa. Die Leute gehen gerne aus, um Kaffee zu trinken. But they go out to drink coffee with a book. Aber sie gehen aus, um Kaffee zu trinken mit einem Buch. Or if they don't go with the book, then they would like to bring some friends for chit-chat. Oder wenn sie kein Buch dabei haben, dann bringen sie einen Freund, um zu tratschen. Even you don't drink coffee with totality, with full of your awareness. Selbst Kaffee trinkst du nicht mit deiner ganzen Achtsamkeit. When you eat food, when you are with your friends, when you're drinking anything, or whatever you do, at the same moment your mind is also doing 1,000 things. Also wenn du isst oder wenn du mit Freunden bist, egal was du tust, im gleichen Moment ist dein Verstand beschäftigt mit 1.000 Dingen. You're not enjoying any single things around you. Du genießt keine einzige Sache um dich herum.
One side you're not enjoying anything, on the other side you want to live here for longer. Why? Auf der einen Seite genießt du nichts und auf der anderen Seite möchtest du länger hier leben. Warum? Then why you want to live here for longer? Warum möchtest du dann hier länger leben? If you're not enjoying anything. Wenn du nichts genießt. But everything is depend if you want. Aber alles ist davon abhängig, ob du möchtest. Again I'm saying want. Und ich sage noch einmal, ob du möchtest. If you don't want in reality, wenn du es in Wirklichkeit nicht möchtest, then whatever you try to get anything from outside or from you, it will never work. Dann, wenn du es in Wirklichkeit nicht möchtest, dann wird nichts funktionieren, egal ob du etwas im Außen willst oder von dir selbst. How it will come? This is a secondary. But the first most important things to ask, do you really want or not? Und wie es kommt, das ist sekundär. Die erste, allerwichtigste Frage ist, die du dir stellst, ist, möchtest du wirklich oder nicht? So focus on your want. Konzentriere dich also auf dein möchte. Don't go blindly to practice yoga and meditation. First ask to yourself, okay, do I really want to be happy? Also, mach nicht blindlings Yoga oder Meditation. Frag dich zuerst, möchte ich wirklich glücklich sein? If you really want to be happy, then go for yoga and meditation. Wenn du wirklich glücklich sein möchtest, dann mache Yoga oder Meditation. But be honest with you, this word want. Aber sei ehrlich dir selbst gegenüber mit diesem Wort möchte. Then every other things will become easy if you want. Dann werden alle anderen Dinge leicht, wenn du möchtest. Otherwise, what will happen? You will keep continue accusing the techniques outside. You will keep continue accusing the Buddha and Jesus outside. Ki he is not good. His technique is not good. His meditation is not good. Was passiert andernfalls, wenn du nicht möchtest? Dann wirst du immer weiterhin die ganzen Techniken oder Buddhas beschuldigen, dass sie nicht gut sind. If you really want, wenn du wirklich möchtest, then any small techniques can work on you easily. Dann kann jegliche kleine Technik leicht funktionieren bei dir. And if you don't want, then you go anywhere or you stay with Buddha, next to Buddha, still is not going to help anything. Und wenn du nicht möchtest, dann kannst du überall hingehen oder bei Buddha sein, neben ihm sein und es wird dir alles nichts helfen. Yes. Gut. Dann ist enough for today. Das ist genug für heute. Namaste.